Good morning, everyone. Happy Monday. I'm Genevieve. Und ich bin Maren. Guten Morgen. So, I hope you are all well on this slightly rainy morning. And before we start with today's topic, I just wanted to tell you about a little conversation that Maren and I had on Friday. And we thought it might be nice to talk about it this morning with you all. So myself and Maren were talking together just before going to a celebration, a party. And I said to Maren, I really should eat something, just something small before we go, because we don't know when we're going to eat. And I don't want to get hangry. I said, I don't want to get hangry. Now, you might think that word looks familiar, but it might also look a little bit strange. Does anyone want to guess in the comments, what did I mean? I don't want to get hangry. If you've all had your coffee. What's hangry? I had a coffee, but this morning is so gray and dark. I might need another one. Yeah, I know. Oh, Matthias. Yes, correct. So hangry is a combination of the two adjectives hungry and angry. And I don't know if you all know what I mean, but sometimes if I don't eat, I may not be in the best mood. Maren, do you get hangry too? Yeah, I think so. Ja, ich glaube, auf Deutsch haben wir, ich weiß gar nicht, ob es dafür ein gutes Wort auf Deutsch gibt. Also jedenfalls kein so ein zusammengezogenes, glaube ich. Aber falls jemand eins dafür kennt, gerne in die Kommentare reinschreiben. Aber ja, ich kenne das, besonders wenn man unterwegs ist und irgendwas sucht, weil man Hunger hat und man findet nichts und man wird so angespannt. Ja, auf jeden Fall. Okay, so that was just a little extra bit of information for you all. But today we're going to deal with another topic, hungrantig. Hungrantig. Kennst du grantig? Nein. Grantig ist auch so, ja, so nörgelig, wütend, so ein bisschen grumpy vielleicht, so. Nee. Hungerast. Oh, wow, I love all of these. Amazing. But yes, so on to our main topic. And this is something that we also found on the feedback sheet that some of you so kindly contributed to. And it's quite conversational, but it's very useful in everyday language. And we'll look at the grammar too. So let's have a little warm up first. Mm-hmm. How would we translate the German word auch into English? Auch in English. Who's gonna be quick? Und wie ihr euch vielleicht denken könnt, gibt es mehr als eine Antwort darauf. Also schreibt gern alles, was euch dazu einfällt, in die Kommentare. Yes, Sabine. Yes, Albert. Maike hat auch eins. Ach, jetzt kommen ganz viele Worte, die kann ich alle gar nicht zeigen. Aber wir sehen schon, ja. Yeah. Two, also, Aha. as well. Moment, ich habe eben eins, genau, hier. Michael hat geschrieben as well, ja. Yeah, brilliant. Ooh, and we also have an even in there. Ooh. Very interesting. Okay, fantastic, great. So these are the three main ways that we can say in addition. It's like you're saying and, but it's if you are counting different things, or if you are saying that you have the same opinion as somebody else. And we're going to take a look at
each one individually and look at the differences between them and how and where you put them in the sentence, because depending on which word you use, they might have the same meaning, but they don't go into the same place in the sentence. So Maren, do you want to give us our first example? Yes. Also schauen wir uns mal einen Satz an. Wenn wir jetzt sagen, Todd plays squash. Und Does wir wollen, Todd play squash? Yes, he likes squash. Und wir wollen jetzt sagen, Maya auch. Dann haben wir unter anderem folgende 3 Möglichkeiten, das Ganze auszudrücken. Und zwar können wir sagen, Maya plays squash too. Oder Maya plays squash as well. Oder Maya also plays squash. Ihr könnt jetzt hier schon sehen, da das eine Wort, das also steht, schon woanders. Wir schauen uns die einfach der Reihe nach an. Und ich sehe gerade, Albert spielt offenbar auch Squash. I play Squash too. Und wir schauen uns to auch als allererstes an. Und da sehe ich auch schon schön das Komma, dazu komme ich gleich. Genau, also to ist so die ganz gängige Art, ein deutsches auch auszudrücken. Und eigentlich liegen wir immer damit richtig, wenn wir das to einfach ans Ende des Satzes stellen. Also zum Beispiel zeige ich nochmal ein. Eva is going to the party and I'm going to. Und wir können hier, wie wir bei Alberts Satz gesehen haben, das to auch einfach mit einem Komma abtrennen. Also ob wir vor dem to ein Komma schreiben oder nicht, ist eigentlich egal, oder Genevieve? Also wir können das abtrennen, wenn wir möchten oder nicht. Ich glaube, mein Gefühl wäre, bei längeren Sätzen macht man vielleicht ein Komma und schreibt to, und bei so ganz kurzen, wie zum Beispiel hier, I like dancing, me too, schreibt man ohne Komma. Und dann könnten wir natürlich das to, was auch möglich ist, aber vielleicht ein bisschen unüblicher, da fragen wir auch gleich nochmal Genevieve als Native Speaker, wir können das to auch in den Satz einfügen. Wir könnten auch sagen, I too like dancing. Aber das klingt eher irgendwie sehr, sehr betont oder sehr, sehr formal. Wie klingt das für dich, Genevieve? Sagst du eher das to am Ende vom Satz? I think always. I think maybe in British English or in quite formal English, yes, you would say, I too like dancing. But even when I say the sentence, I'm like, I too like dancing. So it's perfectly grammatical, it's fine, but I would never say it. I would say, I like dancing too. Also das kann man vielleicht eher in Büchern sehen oder wenn man irgendwo Schriftsprache hat. Und dann, wenn das da im Satz steht, wird es meistens mit Kommas, mit 2 Kommas abgetrennt. Exactly. Und ja, so. Aber du hast noch was für uns. Was können wir statt to sagen, Genevieve? Na klar. I'm just laughing because Albert says, I play squash too, and Matthias said, with Todd. Entweder muss Albert antworten oder wir fragen, wenn er wieder da ist. Einer von beiden wird es wissen. And squash is squash in German. Huh. Ja. Again, I didn't know that. Okay. Cool. Also, jetzt schauen wir uns jetzt as well an. Das haben wir auch eben gesehen und es stand am Ende des Satzes. Yeah, Dimitri is on holiday as well. And here it would be the very same meaning if you wanted to say Dimitri is on holiday too, or Dimitri is on holiday as well. As well, for me, is definitely more formal. It's more common in Genevieve ist verschwunden. Ah, da bist du wieder, Genevieve. I'm back there. So as well is more common in written English, and it also puts a little bit more emphasis on things. But also we have as well as
and as well as can be used in the middle of a sentence. And it's something like and even, or even just and. It's like a longer form of and. And I think in German you might say und auch or sowie. Sowie als auch. Ja. Und genau, es ist halt ein stärkeres und. Also der Satz da unten zum Beispiel wäre auch, sie spielt Gitarre und auch Klavier. Man kann auch einfach sagen, sie spielt Gitarre und Klavier. Und wenn man halt dieses extra und sogar das betonen möchte, dann können wir auch sagen und auch. Yeah, and it sounds more impressive. So she plays guitar and piano, like wow. But she plays guitar as well as piano. That makes it even stronger and even more emphasized. Okay. Next one, I have to be very careful that I pronounce the right one because we have a false friend coming up, okay? So the German word also in English is therefore, anyway, or thus. But the English also is the German word auch. I hope, did I get that right? Yes, of course. Ja, es war richtig und es ist kompliziert, genau. Es gibt dieses Wort also oder also, gibt es in beiden Sprachen, aber es bedeutet etwas anderes. Und wir schauen uns jetzt natürlich das englische also an, das im Deutschen auch heißt. Ich zeige nochmal den Satz von oben. Wir hatten gesagt, eine Möglichkeit, um auszudrücken, dass Maya auch Squash spielt, ist Maya also plays squash. Und das also kann hier nicht wie to oder as well am Ende des Satzes stehen, sondern es steht weiter davor. Und wo steht es genau? Und zwar vor dem Verb. Also wir packen das also immer vor das Verb. Genevieve also loves to eat. What do you love to eat? Pasta. Pasta. Genevieve also loves to eat pasta. Zum Beispiel. Wenn das Verb allerdings, wenn das Hauptverb eine Form von to be ist, dann wiederum steht das also dahinter. Das ist aber nur bei to be so und wir schauen uns das natürlich auch an einem Beispiel an, damit ihr genau wisst, was ich meine. The strawberries are delicious. The raspberries are also delicious. Also, wenn wir irgendein Verb außer to be haben, dann steht das also vor diesem Verb und bei to be steht es danach. Also wir haben are also delicious und nicht das also davor. Ich glaube aber, das kann man sich so als Regel merken, ich glaube aber, das kommt dann auch mit dem Sprachgefühl. Wenn man so ein paar Sätze so hört und sich vielleicht diese Sätze so merkt, irgendwie einen so einen Merksatz mit was auch lecker ist oder toll ist, dann kann man sich das so ein bisschen eher verinnerlichen. Ja. No. Und, and also, like the verb to be, it's often like, and I don't want to say a tricky one, but a special one. Genau. To be hat oft ein paar Sonderregeln. Yeah. So, aber wir sind mit der Wortstellung, wo also vorkommen kann, noch nicht ganz am Ende. Und zwar kann also tatsächlich auch am Anfang eines Satzes stehen. Und da schauen wir uns nämlich auch mal einen zu an. So, was haben wir hier? We can discuss our topics for the sessions next week. Also, we need to decide when to take a break. So, hier steht also auch so mit Komma abgetrennt und ich glaube, wenn man spricht, sagt man auch so ein bisschen also, we need to decide. Und hier ist also halt auch so ein, auf Deutsch können wir einen Satz mit auch gar nicht anfangen. Das wäre eher so außerdem oder und zusätzlich. Also wir können die Themen für unsere Sessions nächste Woche besprechen und außerdem sollten wir auch noch entscheiden, wann wir eine Pause machen.
Also hier ist das also auch so ein bisschen, das würden wir im Deutschen mit außerdem, zusätzlich oder mit und. Und wir sollten auch entscheiden. Ah, okay. Und auch am Anfang? Ja, und kann am Anfang stehen vom Satz, aber das auch kann nicht am Anfang stehen. Also da müssen wir ein bisschen obendrein, schreibt Sabine. Ja, obendrein, das ist auch umgangssprachlich, ne? Das kann man auch sagen. Kennst du das, Genevieve? Nein. And it's So, ja, okay. I've never seen that word before. But when dann else could you use obendrein obendrein? ist auch. Huh. And also. Or on top of. I On think top of, we yeah. would actually have that as well, on top of that. Not very often, but we can say on top of that. Mhm. Yeah? Genau. So. Genau, Anne schreibt auch noch ebenso. Ja, ebenso sollten wir entscheiden. Ja, wir sehen diese kleinen Wörter, die man hat, um irgendwie Gleichheit auszudrücken. Wir hatten auch bei diesem Thema, hatten wir echt dieses Problem, wie nennen wir dieses Thema überhaupt? Also Genau. Zustimmung ist es ja nicht irgendwie, aber so irgendwie eine Gleichheit ausdrücken oder eine, ja, das sind diese besonders, ja, Themen, die man so in der Sprache immer hört, die aber grammatisch super schwierig sind, weil man das irgendwie so alles in eine Box packen muss und dann so einen Namen rüberschreiben muss. Und das war nicht so einfach für uns. Nein. Aber wir haben uns jetzt angeschaut, wie wir Sätze, die positiv sind, also die keine Verneinung haben, mit einer Gleichheit. Also wenn wir sagen wollen, ich auch oder irgendjemand auch oder irgendetwas auch, bei positiven Sätzen, wie wir das ausdrücken können. Aber jetzt gibt es ja auch im Deutschen das auch nicht mit einer Verneinung. Wie sieht das im Englischen aus, Genevieve? Okay. So we have two possibilities. One is either, and one is neither. Or you could say it's either and neither. And there is a song, and I think it's originally written by Ella Fitzgerald, I think. And it goes a little bit like this. It goes, you say either, I say either. You say neither, I say neither. Neither, either, neither, neither. But what I love about the song is it shows that there's two ways to pronounce these words, first of all. And Maren asked me last week, how do you pronounce it, Genevieve? Mhm. And I really struggled to think, do I say either or do I say either? Do I say neither? Do I say neither? And I asked my colleagues, my other colleagues, I asked my husband, of course, and we mix the pronunciations. We don't always stick to one, and there's no real meaning behind that. Just sometimes one sounds better than the other. But when do we use either, neither, neither? So, schauen wir uns also mal diesen negativen Satz an. Taro can't speak Arabic. Taro can't speak Arabic. So, wie können wir jetzt sagen, ich auch nicht? Can you write in the comments, how do you say auch nicht? Unless, I mean, maybe some of you can speak Arabic, but I certainly can't. Sabina says neither can I. Okay. And Karen, I'm sure that's a typo. Me neither. Mhm. Okay, cool. Mhm. And this is interesting. So if you look at the verb is can. So the answer should have can in it. So I see Karen, or who was it? Elizabeth has neither do I. I mean, I think if you have Taro speaks Arabic, neither do I. But Carol can't speak Arabic. It's a different verb. So neither can I would be more correct, Elizabeth. But neither do I. Yeah, it's okay.
Okay, neither can I, me neither, I can't either. I think I've seen all of the answers. So there are 3 responses. Neither can I can't either, and me neither. They are all correct. So the first 2 are definitely, okay, I won't say definitely, they are slightly more formal. And in inverted commas, they're more correct because you're using the verb that was in the original statement, can. So neither can I can't either, but you can also say me neither. Totally fine. A little bit less formal, but the really important thing to remember is if you are agreeing or saying that you have the same opinion as a negative statement, you always need a negative element. And you can just think of that as being the N. Yeah, so N in neither can I, the N in I can't either, and the N in me neither. That's the most important part. And I think, yeah, it's quite tricky because you might say I can't too, but too, that is for a positive. So if there's a positive statement and then you have a positive agreement or sameness. So I can't too, not correct. Ever, ever, ever. Ja, das ist tricky für Deutsch-Muttersprachlerinnen und Muttersprachler, weil wir einfach das auch, bleibt auch und dann kommt halt einfach nicht dazu. Ich auch nicht. Ja. Ja, da ist, Deutsch ist mal ein bisschen einfacher als Englisch. Was ist hier los? Sometimes. Ja, also ich glaube, wir sollten das mal irgendwie alles üben, oder? I think so. Und wie ihr das kennt, wie immer ein Quiz am Ende. Und wir haben ein paar Sätze vorbereitet und ihr schreibt in die Kommentare die Nummer oder die Nummern der Antworten, die ihr meint, die da so reinkommen könnten. Und wir schauen uns mal den ersten Satz an. Und dann bin ich gespannt. So, Selina is going to the party on Saturday. You too? You as well? Oder you either? Und du, Genevieve, du hast jetzt die ganze Zeit bei den Beispielen immer neither und either gesagt und ich glaube, ich sage eher either und neither. Oh, Aber beides ist richtig und das ist wieder sowas Interessantes in der Sprache. Ich dachte früher immer, das hat was mit UK und US zu tun, aber du hast auch schon gesagt, du benutzt beides und das hängt irgendwie, weiß ich nicht, macht man irgendwie so, wie man sich gerade fühlt. Also stört euch auch nicht daran, wenn ihr selbst nicht immer die gleiche Variante der Aussprache benutzt, sondern auch abwechselt. Das ist völlig okay. Genau. So, Matthias sagt übrigens, we love exceptions too. Die sind immer gut, diese Ausnahmen. Ne? So, ich sehe ganz viele Einser und Zweier und ganz oft 1 und 2. Also, 1 ist you too. Wie klingt das für dich, Genevieve? Yeah, great. Really good. Great. Really good. Und you as well? Yeah, see, now I'm reconsidering. Oh, it's so difficult. I mean, to me, that doesn't sound good. I would say, because you too is less formal. As well, I would put it into a full question. Are you going as well? Oh, yeah. That, to me, would sound better. You as well? Okay, it's possible. It is possible. You as well. But you too, to me, is the most natural way of saying it. Ja. Und you either funktioniert nicht. Never, because there's nothing negative in that statement. Cool. Dann darfst du den nächsten machen. So, he isn't working on that project, but he isn't on holiday also. He isn't on holiday neither. He isn't on holiday either. Also, wir haben zweimal
negativ schon in diesem Satz. He isn't working, but he isn't on holiday. Ich sehe schon ein paar Antworten. Bisher sind alle für die 3. Okay, brilliant. So as you can see, he isn't on holiday. So the N in the isn't is already your negative element. So the correct answer here would be 3, either. He isn't on holiday either. You can't have also, because that would be for the positive statement. And you can't have neither, because that would be 2 negatives. Ja, genau. Und auf Deutsch wäre das auch nicht. Also er arbeitet nicht an diesem Projekt, aber er ist auch nicht im Urlaub. Was er macht, wissen wir nicht, aber Ja. Not too much work. Man muss ja auch mal sein. So, der nächste Satz. If you collect the mattress yourself, I'll include a lamp for free. I'll also include a lamp for free. I'll as well as include a lamp for free. Oder I'll even include a lamp for free. Das even haben wir gar nicht so genau diskutiert. Warten wir mal kurz auf Antworten und dann schauen wir mal, was wir dazu haben. Also Sabine meint 1 und 3, Bernhard meint 3. Also es möchte schon mal niemand die 2. Das ist gut, weil die 2 passt hier nicht rein. No. So, Genevieve, was ist richtig und warum? Okay. So you just need to imagine you're buying something on eBay or zweite Hand or whatever. And the person who's selling you the mattress says to you, if you collect the mattress yourself, so I don't have to do it, I don't have to deliver it, I'll also include a lamp for free. That's fine. But if you really want to show the person that this is a bonus, this is really worth your time to come and collect it, you would say even. So even is similar to also, because it's like in addition, but it's something that makes it even more emphasis on the sentence. It puts more emphasis. So I'll even include a lamp for free. Like, whoa, you're trying to, make a really good impression. Sogar, I think Maren would agree with Sabine. That would be a really good translation. Genau, wir können auch entweder sagen wir nur auch, wenn du die Matratze selbst abholst, dann gebe ich dir auch eine Lampe gratis dazu oder eben dann gebe ich sogar eine Lampe gratis dazu. Genau, even ist, also es gehört in diese Reihe mit rein, weil es auch dieses, wie Genevieve gesagt hat, dieses in addition, dieses zusätzliche, diesen Auch-Aspekt hat. Aber ich glaube, wir können ziemlich gut even meistens mit sogar übersetzen. Und dann liegen wir richtig. Und im Deutschen hat sogar ja auch diese stärkere Betonung als auch. Genevieve, wir sagen so viel auch in unseren Sätzen, dass ich werde schon ganz, ganz verrückt im Kopf. So, schauen wir uns, genau, also die 1 ist richtig und die 3 ist richtig. Und je nachdem, wie stark man das ausdrücken möchte, sagt man lieber 3. Wenn man sagen möchte, das ist ein ganz besonders guter Deal, bitte hol die Matratze selbst ab. Genevieve, der nächste Satz ist für dich. Okay. So, she likes running. So she also likes running. She too likes running. She as well likes running. What do you think? Maybe there's 2 correct answers. Maybe. Do you like running, Genevieve?
Absolutely not. Because a few of my friends are planning to do this run for charity, and nearly everyone is saying yes. And I said, maybe I'll do the kiddie one with my daughter. Absolutely not. And I think a nice phrase for that, I think in German, like nicht so meins. In English, you can say, it's not my cup of tea. Not my cup of tea. Nicht so meins. Es ist nicht meine Tasse Tee. Warum auch immer, aber that's not my cup of tea. Okay. So we have a lot of ones. Yeah, okay. So she also likes running. She also likes running is my personal favorite. This is what I would most naturally say. But it's also possible, if you remember, to say she too likes running. And this, oh, thank you, Matthias. Yes, only brain jogging. That's my favorite type of jogging. mental workout. But yeah, so two is also possible, and you would put comma before and after the two. And as I said before, it's much more formal. Genau, und as well funktioniert hier nicht, weil es so im Satz steht. Also die 1 und die 2. So, den nächsten Satz habe ich sofort. I don't want to go to that seminar. Oder I don't want to go to that seminar. Und die andere Person sagt, neither do I, either do I, oder also do I. So. Or neither do I, either do I, or also do I. Ja, oder so. Genau, worauf müssen wir da achten? Wir müssen schauen in dem Satz, den wir, zu dem wir eine Gleichheit ausdrücken wollen, also der erste Satz, da ist etwas Negatives drin. I don't want. Und wenn jetzt die andere Person auf Deutsch sagt, ich auch nicht, dann brauchen wir etwas. And I think everyone has it correct. Yeah. Neither do I is the correct answer. And it's interesting, like either do I, it's wrong, but I bet you will hear it. And really, I mean, it's just one of those common mistakes that native English speakers sometimes make, but neither do I is correct. Ja, aber ich glaube manchmal umgangssprachlich, mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ein, aber ich glaube, wenn man zu kompliziert die Sätze macht, dann sagt man auf Deutsch manchmal auch ich auch und meint aber ich auch nicht oder umgekehrt. Ah, okay. Ja, aber ich habe gerade kein gutes Beispiel, vielleicht kommt mir ja noch eins. Kommt drauf an, ob du in dem ersten Satz schon 1 oder 2 Negationen oder wie auch immer manchmal, ja. Aber schauen wir uns mal den nächsten Satz an, weil den hier haben ja alle richtig gemacht. Mal schauen, ob der hier schwieriger ist oder nicht. This idea, nee, du bist dran, oder? Okay. Ja, du bist dran. This idea is stupid. 2, it is dangerous. Neither, it is dangerous. Also, it is dangerous. Oh, I wonder what the idea is. Sneaking into a concert. Sounds exciting. Okay. Lots of 3s. Okay. So. Sabina says mountain climbing. Okay, so for this one, there is only one answer. And it is also. Because we have no, I mean, I know we're talking about it in a negative way, so stupid and dangerous, but there isn't a negative element in this sentence. So 2 doesn't work and neither doesn't work. It has to be also, because 2 doesn't go at the beginning of a sentence. Not possible.
Ja, man könnte sagen, it is dangerous to. Absolutely. Yeah, absolutely. You could put it at the end of the sentence. It is dangerous too. Mhm. Aber am Anfang kann nur also stehen. Exactly. Sehr gut. Dann, wir haben noch 3 Sätze, glaube ich. Mhm. I would like to go to Prague. Do you know if Amir would like to go also? If Amir would like to go too? Oder if Amir would like to go as well? Ja, bin ich gespannt. Bin vor allem gespannt, was Genevieve sagt. Ich glaube, wir können uns schon also merken, wenn es um positive Sätze geht, liegt man mit to in den meisten Fällen richtig. Wenn man gar nicht weiß, wie man es machen soll, einfach ein to ans Ende des Satzes stellen und das ist in den allermeisten Fällen ist das richtig. Also wenn man nicht weiß, geht jetzt hier as well oder also und wo kommt das hin, dann einfach ganz hinten an den Satz ein to ranhängen und man ist so auf der sicheren Seite. Yeah, exactly. Und das sehe ich hier auch. Also die 2 haben auch ganz viele ausgewählt. Mhm. Do you know if Amir would like to go too? Perfect. Klingt gut. Was ist mit den anderen? So I would also say, do you know if Amir would like to go too? Do you know if Amir would like to go as well? Is also possible. And what about also? Gute Frage. Ich habe das Gefühl, man kann das hören. Yeah, but for me, it sounds wrong. But I think you can hear it for sure. But again, as Maren said, to be safe, to is always a good one at the end. Ja. Sehr gut. So, der vorletzte Satz. Für dich. Okay. Brenda can't speak Chinese and she can't speak Korean as well. And she can't speak Korean neither. And she can't speak Korean either. So, wow, Brenda, really? What kind of a linguist are you? Du kannst natürlich sowohl Chinesisch als auch Koreanisch, ja? Oh, I see a lot of 3s. I see a few 2s. So she can't. We have a negative element in there. So the answer can only be either. Because if you have neither, then you've got 2 negative elements, and that's too many. And as well doesn't work because as well is only for positives. So the only correct answer is either. Ja, genau, wenn der Satz positiv wäre, Brenda can speak Chinese and she can speak Korean as well. Absolutely, yeah. Aber mit dem can't haben wir schon dieses auch nicht. Und dann brauchen wir das either oder either. Ja. So, letzter Satz. Do you like pears? Do you too? Do you also? Oder do you neither like pears? Well, I do, but Ja? I'm allergic. Nein. Ja. Das ist immer das Gemeinste, oder? Ich meine, wenn man gegen was allergisch ist, was man sowieso nicht mag, ist immer so, ja, whatever. Aber das ist fies, ja. I know. Okay, I've got lots of different answers here. A few 2s, a few 3s, a 1. Okay. So, for me,
The number one answer is also. Do you also like pears? You can't have neither because we're not responding to something, first of all, and we're not responding to a negative statement. So you can't have neither in there. Now, what about two? Do you two like pears? For me, no. No. It's out. Jetzt habe ich eine Frage, Genevieve. Wenn der Satz davor ist, der mag Birnen und sie mag Birnen und er mag auch Birnen, do you too like pears? Yes or no? Yes, that could work for sure. But if it's just an open question, magst du Äpfel und magst du Bananen und magst du auch Birnen? Yeah, that would work. But again, I wouldn't say it. To me, it sounds too formal, perhaps. Du würdest, wenn, dann eher sagen, do you like pears too? Exactly. Two at the end for me. Also, genau, wie wir gesagt hatten, wenn man sich auch nicht sicher ist, wo das to hinkommt oder wo das also hinkommt, einfach to nehmen und ans Ende des Satzes stellen und man liegt eigentlich richtig. Und genau, was wir hatten, so ein bisschen dieses even oder as well as in der Mitte vom Satz, wenn man etwas extrem betonen möchte, sogar und auch. And Matthias asks a very good question. Am I allergic to apples as well? Yes, I am allergic to apples as well. Oh, Matthias, grammatical and considerate. Oh, ich liebe Äpfel und Birnen. Oh. I mean, I could in the past eat them, but then suddenly allergic. Kann man nichts machen. So, wir haben schon mal, das war jetzt die vorletzte Session. Wir haben nächste Woche, sehen wir uns noch einmal wieder, bevor wir unsere Herbstpause haben. Dann werden wir im September und Oktober aussetzen und in der Zeit bereitet unsere liebe Kollegin Camila Playlists vor, wo wir alte Sessions nochmal, euch nochmal präsentieren, die ihr anschauen könnt. Wir haben ja immer gesagt, wiederholen ist gut. Etwas nochmal wiederholen, nochmal Sätze durchgehen ist gut. Das sagen wir nächste Woche nochmal an, falls ihr da Lust habt. Und so oder so brauchen wir, Moment, dafür brauche ich natürlich auch den Feedback-Link, brauchen wir euer Feedback, weil wir Themen suchen wollen für November, wenn wir dann im November wieder da sind. Das heißt, wenn euch Themen einfallen, die wir ganz unbedingt behandeln sollen oder nochmal behandeln sollen. Ihr wisst ja, wenn wir die Themen nochmal wieder vorholen, dann machen wir das Ganze ja ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel, mit anderen Sätzen, mit anderen Quizsätzen, damit wir da auch wirklich nochmal neu üben können. Ja, also insofern bitte fleißig das Feedback-Formular ausfüllen, aber erstmal sehen wir uns vor der Pause noch nächste Woche wieder. Genau. And please, just send us everything. Really, like we will read every suggestion and then we will see what the most popular ideas are or the craziest ideas are. And we're really, really interested to hear what you would like us to teach you. Genau. Und bis dahin eine schöne Woche von uns und bis nächsten Montag. Bye. Bye, bye.